Das größte Problem, die größte Angst ist, dass keiner mehr was tut. Ne? Also ich habe 1.000 Euro, meine Frau hat 1.000 Euro, meine Tochter hat 1.000 Euro. Ne? Da haben wir ein Familieneinkommen von 3.000 Euro. Und dann ist die Frage, kann man damit umgehen? Ne? Wird ja immer wieder von Gegnern gesagt, das geht einfach nach hinten ab. Die Leute legen sich auf die faule Haut. Ich kann mir vorstellen, dass es für viele Leute erstmal ein Prozess ist, dass sie sagen, jetzt mache ich da erstmal gar nichts. Ja? Und dann ist die nächste Frage, was machst du, wenn du gar nichts machst? Dann sagen dann die Leute, ja, dann gehe ich in den Garten und mache den ganzen Tag Gartenbau und baue alle möglichen Sachen an. Und dann ist die nächste Frage dann meistens, ja, das ist aber schon sehr viel eigentlich, gar nichts. Ist einfach gar nicht möglich, nichts zu machen. Ne? Das Problem am Nichtstun ist, dass man nicht weiß, wann man damit fertig ist. Und aus diesem Grunde kann man aus diesem Nichtstun, man kann es zwar genießen, aber auf Dauer bringt es keine Befriedigung. Auch in der Grundeinkommensgesellschaft bleibt das grundsätzliche Problem, kein Mensch kann gar nichts tun. Also probier das doch mal wirklich aus, nichts zu tun, länger als 2 Tage. Dann heißt es, sie wollen sich als Mensch nicht mehr weiterentwickeln. Selbst Leute, die gegen das Grundeinkommen sind, würden, glaube ich, wenn sie in sich reinhören, sagen, dass sie das Gleiche wieder machen würden. Ich würde den Job, den ich jetzt habe als Landtagsabgeordneter, auf jeden Fall weitermachen. Ich hätte vielleicht bei früheren Jobs, oder früheren Tätigkeiten ein paar Schwerpunkte verschoben, beziehungsweise ein paar Ansprüche mehr angemeldet. Das kann schon sein, aber ich glaube, das hätte keinem meiner früheren Arbeitgeber schlecht getan, unterm Strich. Wenn man Angst hat, dass niemand mehr arbeiten geht, kann man sowas nur dem Niedriglohnsektor gegenüber sagen. Der Hochlohnsektor, den wird das Grundeinkommen nicht berühren, jedenfalls nicht in seiner Arbeit bremsen. Ne? Wenn ich 12.000 Euro, 15.000 Euro kriege, dann machen mich 1.000 Euro in keiner Weise platt. Ist das klar? Dann wird er ein bisschen wählerisch sein. Wenn das Grund, was er braucht, wenn das sicher ist, dann will er wählerisch sein, dann will er tun, was er gerne tun will. Also unangenehme Arbeiten, wo man denkt, die wird gesellschaftlich, haben wir die meistens an unsere Migranten abgegeben. Entweder man macht sie selber, man bezahlt sie besser oder aber man automatisiert sie. Das sind die 3 Möglichkeiten, mit ungeliebten Tätigkeiten umzugehen. Alle Berechnungen, die wir dazu durchgeführt haben, sagen, dass die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens tendenziell einen positiven Effekt hätte, was die Arbeitsbereitschaft, die Erwerbsneigung anbelangt. Also es würden mehr Menschen arbeiten wollen. Also es ist nicht so, dass Menschen dann aufhören zu arbeiten. Es gibt eine wunderbare Statistik, die Brand 1 vor Jahren mal rausgebracht hat. 90% der von Ihnen Befragten auf die Frage, würden Sie noch arbeiten, wenn Sie ein Grundeinkommen kriegen, sagen, selbstverständlich. Und 80% sagen, aber der andere nicht. Es sind immer nur die anderen, die bei einem Grundeinkommen von morgens bis abends in der Hängematte liegen, Pornos gucken und Bier saufen. Dahinter steckt natürlich ein gewisses Denkschema. Das heißt, ich nenne es bewusst Schema, dass der Mensch im Grunde genommen sich von seiner egoistischen Seite her definiert. Ich glaube, da steckt also das Problem dahinter, dass uns die Freiheit Angst macht. Dass wir das selber spüren, dass uns die Freiheit, die ein Grundeinkommen uns gibt, Angst macht und wir die Unfähigkeit, mit dieser Freiheit umzugehen, als Negativerwartung anderen zuschreiben. Aber das muss man abwarten, das kann man nicht mit Gewissheit voraussagen. Aber es ist eine positive Hypothese, so zu denken, dass die Leute sich schon nützlich machen werden.